herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein schönes Plätzchenrezept. Bei mir startet jetzt die Weihnachtsbäckerei, wahrscheinlich bei euch auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss jetzt sein. Und zwar zeige ich euch heute die fantastischen Nutella-Zungen von Andrea Böhm aus einer Backgruppe auf Facebook. Dort habe ich sie kennengelernt, habe ihre Rezepte gesehen und habe gesagt, diese Rezepte sind fantastisch, sie sind vielfach erprobt. Vielen Dank an dieser Stelle, Andrea, dass du mir das erlaubt hast. Die Zungen bestehen aus einem leckeren Schokoladenrührteig, werden aufdressiert und werden gefüllt mit Schokocreme und dann glasiert, zweifach glasiert. Man kann sie auch noch weihnachtlich verzieren und sie sind einfach fantastisch lecker für alle Schokoliebhaber in der Weihnachtszeit und das sind ja eigentlich alle genau das Richtige. Ich zeige euch jetzt doch auf jeden Fall kurz mal die Zutaten. Ihr findet alles zum Ausdrucken wie immer auf dem Blog. Wir brauchen für das Rezept weiche Butter, die muss wirklich ganz, ganz weich sein. Wir brauchen etwas Milch, wir brauchen Eier, Eigelb genauer gesagt. Wir brauchen Kakao, Backkakao, Puderzucker, Backpulver, Vanillepaste, braunen Zucker und Mehl. Und für die Dekoration brauchen wir natürlich dann noch die Glasuren. Da habe ich hier weiße und Zartbitter Kuvertüre. Und dann brauchen wir natürlich noch die Schokocreme zum Füllen. Was ihr noch benötigt, ist natürlich ein Spritzbeutel, denn die Masse wird aufdressiert. Und zwar nehme ich da einen wiederverwendbaren Spritzbeutel mit einer großen Sternhülle. Und ich habe hier eine mit 16 mm Durchmesser. Das erste, was wir machen, ist prüfen, ob die Butter wirklich die richtige Konsistenz hat. Und die sollte wirklich so richtig weich sein. Also wenn ihr sie 2 Stunden vorher rausholt aus dem Kühlschrank, dann ist sie richtig. Sie muss richtig zerdrückbar sein. Sonst habt ihr nachher Schwierigkeiten, den Teig zu dressieren. Und so werden wir uns jetzt die in unsere Küchenmaschine geben. Also die ist so weich, dass sie wirklich schon fast eine Creme ist. Wenn man vergessen hat, die Butter rauszuholen vorzeitig, dann einfach mit der Mikrowelle vorsichtig Stück für Stück nachhelfen. Aber nicht flüssig werden lassen. Und jetzt geben wir uns da den Zucker hinzu und den braunen Zucker, die Eigelb und die Milch. Nicht vergessen die Vanillepaste. 1, 2, so ungefähr. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox bzw. sogar auf meinem Blog zum Ausdrucken. Das Ganze wird jetzt cremig aufgeschlagen und da müsst ihr wirklich 5 bis 10 Minuten, besser 10 Minuten cremig aufschlagen, damit das wirklich super toll cremig verrührt ist. Bei mir sind jetzt 7 Minuten vergangen. Ich kratze einfach mal ganz runter, kurz, damit auch wirklich alles verrührt wird. Und ihr seht, die Masse hat sich verändert. Sie ist ganz weiß geworden. Und das muss wirklich erreicht werden, dieser Zustand, dass die Masse weiß ist. Jetzt noch ein bisschen weiter rühren und dann sind wir fertig und können schon Mehl, Kakao und Backpulver dann unterrühren. So, fertig ist unsere schöne, schaumige, weißcremige Masse. Und man kann jetzt auch merken, dass der Zucker geschmolzen ist. Und ihr seht hier, wie schön die Masse ist. So richtig schön fluffig und cremig. Und ja, daraus können perfekte Plätzchen werden. Wir können uns jetzt das Ganze hier entfernen. Und ich mache jetzt immer lieber mit der Hand weiter. Also man kann es auch mit der Küchenmaschine machen, aber ein besseres Gefühl hat man mit der Hand dann an der Stelle. Ich mische mir jetzt Kakao und Mehl und Backpulver. Eine Messerspitze Backpulver. Ich nehme jetzt mal so ein Viertel Teelöffel, das entspricht ihm ungefähr. 2-mal bei mir natürlich, weil ich das Ganze ja 2-mal backe. Jetzt möchte ich das möglichst luftig verrührt haben, deswegen nehme ich mir jetzt hier so einen Schneebesen und verrühre das noch einmal, dass auch das Backpulver schön in dem Mehl verteilt ist und nicht an einer Stelle irgendwo hockt. Und jetzt einfach das Ganze drüber sieben. Da seht ihr auch, dass im Kakao Klümpchen sind und das sollte man ja immer vermeiden. Erstmal den ersten Teil unterheben.
Wenn euch die Masse zu dick sein sollte, dann am Ende dann einfach ja, ein bisschen Milch dazu. Den Rest des Mehls jetzt auch noch unterheben. Das Ganze nochmal mit unterheben. Und dann haben wir es auch geschafft und können gleich losdressieren. Wenn ihr es mit der Maschine verrührt, dann solltet ihr den Flachrührer nehmen, nicht mehr den Schneebesen. Das funktioniert dann nicht. So, und jetzt ist fast alles Mehl gut untergehoben. Und jetzt halt auch wieder nicht zu lang rühren, dann werden die Zungen nämlich hart. Unsere Masse ist fertig. Wir können sie in unseren Dressiersack füllen. Und jetzt ist dabei auch noch was zu beachten. Und zwar nehmen wir uns jetzt nicht diese gesamte Masse, auch nicht, wenn ihr die Hälfte des Teiges zubereitet habt, denn dann wird es wahnsinnig anstrengend. Die Masse wird warm in euren Händen. Am besten wirklich nur immer einen Teil reinfüllen, dann geht es viel einfacher, so dass einfach eine Handvoll quasi drin ist, dass ihr sie gut halten könnt. Hier ist jetzt schon mein Dressiersack und da ist die Tülle dran. Ich stelle mir den immer auf ein Glas, dann geht es einfacher, dann braucht man nicht noch eine dritte Hand. Dabei schön reindrücken, damit möglichst keine Luftblasen entstehen. Wir können nachher auch noch mal mit der Teigkarte nacharbeiten. So, das reicht schon. Ich drücke das Ganze jetzt vor, indem ich hier zudrehe. Und dann kommt alles schön ohne Luftblasen nach vorne. Und da kommt auch die Masse schon. Und dann können wir loslegen. Ich habe mir ein Lineal auf mein Blech gelegt, denn die Zungen sollen so ungefähr 5 bis 6 cm sein. Ich nehme jetzt mal 6. Ich gebe erstmal so ein bisschen Druck, spritze einen Hügel und ziehe dann und gebe weiterhin Druck und Enddruck und loslassen. So, und genau das machen wir jetzt auf dem ganzen Blech. Ein bisschen Abstand lassen natürlich, Druck geben, ziehen. Nochmal einen Kurzdruck und loslassen. Ich spritze jetzt noch das zweite Blech und dann kommen sie in den Ofen. Also man kann sie natürlich auch ganz gerade spritzen. So, die Zungen sind fertig. Ich habe den Ofen schon vorgeheizt. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund auf 175 Grad Umluft, denn ich backe jetzt beide Bleche gleichzeitig, so etwa 12 bis 15 Minuten. Das hängt natürlich wie immer von eurem Ofen ab. Einfach so ein bisschen dabei bleiben, damit sie nicht verbrennen. So, während die ersten Zungen jetzt backen, habe ich mich entschieden, noch eine zweite Ladung zu backen. Und zwar mit einem kleineren Spritzbeutel und auch einer kleineren Tülle. Und es ist die 6B. Der Durchmesser der Öffnung ist 2,5 cm und es ist eine eher geschlossene Sterntülle mit mehreren Spitzen. Dann werden die Zungen einfach feiner. So, die 12 Minuten sind rum. Ich hole jetzt die Zungen raus. Und so wunderschön sehen sie aus. Wahnsinn! So sieht jetzt die zweite Ladung aus. Sie sind halt wesentlich dünner und da sie ja zusammengesetzt werden am Ende, ist es auch besser, wenn sie dünner sind. Ich zeige euch nochmal die beiden Tüllen, die ich jetzt verwendet habe. Einmal war es die 16 mm Inox und einmal die Tülle 6B. Und ihr seht hier den verschiedenen Durchmesser. Ich zeige euch es gerade mal mit dem Lineal. Die eine hat 3,5 cm, also die größere, und die andere 2,5. Auch ein gutes Zeichen, dass euer Gebäck gar ist. Es lässt sich einfach runternehmen vom Blech oder vom Backpapier oder von der Folie.
ohne große Umstände, dann ist es fertig. Das ist auch bei Macarons so. Ich zitter irgendwie so ein bisschen. Zu viel Kaffee getrunken. Und bei mir ist draußen wieder Lärm, das merkt ihr ja, aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. So, die Kekse stehen bereit zum Füllen. Ich habe mir auch schon meine Schokocreme ein bisschen warm gemacht und die wird einfach schön verrührt, sodass sie schön fluffig ist. Das heißt fluffig, einfach weich und schön, ja, einfach spritzbar ist. Und die werde ich jetzt einfach in die Schokozungen füllen. Ich fülle mir das Ganze in einen Spritzbeutel mit Lochthülle und dann geht's los. Den Spritzbeutel habe ich mir wieder über ein Glas gestellt. Da ist eine Lochthülle dran, so eine mittelgroße. Und ihr seht, ich habe hier unten die Tülle reingesteckt, damit nicht direkt was austritt. Jetzt kann man hier oben zudrehen und dann kommt es dann auch schon nach vorne. Und spritze jetzt einfach hier so der Länge nach die Füllung auf. Das Ganze wird dann zusammengesetzt und einfach so ein bisschen angedrückt. Und dadurch verteilt sich die Füllung wunderschön in dem Gebäck. Und ich glaube, das war jetzt genau richtig. Es kommt so ein bisschen an den Seiten nach vorne und mehr soll es ja auch nicht sein. Bevor man jetzt eben glasiert, ist es am günstigsten, alle Plätzchen noch mal kalt zu stellen. Vielleicht auf dem Balkon oder eben im großen Kühlfach. Denn das Nutella muss ein bisschen fest werden, damit sie nicht so hin und her wackeln jetzt. Die Zartbitterkuvertüre lasse ich mir jetzt in meinem Schmelzgerät schmelzen. Und die weiße habe ich mir hier schon beiseite gestellt. Die lasse ich nachher auf dem Wasserbad schmelzen. Ganz wichtig, das Wasserbad darf das Wasser, das darunter siedend ist, nicht kochend möglichst, nicht berühren, sonst wird es für die Schokolade zu heiß. Und wenn das Ganze geschmolzen ist, dann müsst ihr die Schokolade vom Wasserbad oder von dem Schmelzgerät runternehmen, abkühlen lassen auf 27 Grad und dann das Ganze nochmal erwärmen auf 30 Grad maximal. Und dann ist eure Schokolade temperiert. Dann sollte die Schokolade einen schönen Glanz haben und auch schön knackig sein. Wenn es funktioniert hat. In meinen Topf habe ich mir jetzt heißes Wasser gegeben und jetzt gebe ich einfach die Schokolade, die weiße, hier oben drauf und lasse die ganz sanft schmelzen. Und ich achte dabei darauf, dass das Wasser nur so weit gefüllt ist, dass es nicht unten rankommt. Die Schokolade ist schon fast geschmolzen, die weiße muss ich noch schmelzen und dann können wir auch schon glasieren. So, beide meiner Schokoladen sind gut temperiert. Ich hoffe es zumindest. Ihr seht hier, dass die Schokolade jetzt auch ganz gut fest geworden ist. Und jetzt kann man hier eintunken. Die eine Seite, ich glaube, ich gehe erstmal in die helle Seite und in die dunkle Kuvertüre tauchen und auch wieder abtropfen lassen. Wenn man jetzt dekorieren will, sollte man das jetzt tun. Man kann natürlich auch erstmal die ganze weiße Kuvertüre dekorieren und dann die dunkle schmelzen und das eben nacheinander machen. Das geht natürlich auch. Und ablegen. Und ihr seht den Unterschied zwischen den beiden. Also die sind riesig und die sind mini. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich werde jetzt hier meine Schokozungen alle noch fertig dekorieren und dann werde ich sie mit euch probieren. Also ich kann euch auf jeden Fall raten, die Plätzchen vorher ein bisschen zu kühlen. Dann geht das Ganze einfacher, weil dann tropft es nicht so arg und dann zieht sofort an. So, fertig sind die letzten. Fazit der Verarbeitung. Ich könnte mir auch gut vorstellen, sie nicht zu füllen. Es ist einfach ein tolles Schokoladenspritzgebäck, einfach auch so für sich. Und ich werde sie jetzt auch für euch probieren. Brille ist wieder verrutscht, wie immer. Endlich sind die Plätzchen fertig. Ich muss sagen, es war doch schon recht aufwendig. Also es ist nicht mal eben so gemacht. Man muss sich wirklich dafür Zeit nehmen und einfach ein bisschen Weihnachtsmusik auflegen und dann geht's auch. Und ich probiere jetzt mal einen kleinen für euch. Die großen lasse ich für meine Kinder, die sie bestimmt sehr, sehr gerne verputzen werden. Ich nehme einfach mal den hier oben und probiere ihn. Schlückchen Kaffee trinken.
sehr, sehr schokoladig, super lecker, super mürbe und einfach großartig mit den 2 verschiedenen Sorten Schokolade. Innen drin die Füllung könnte doch etwas dicker sein oder man lässt sie ganz weg und macht wirklich einzelne, weil ich finde eigentlich, man schmeckt sie jetzt nicht so raus, aber wirklich sehr, sehr fein und sehr, sehr lecker. Kann man auf keinen Fall Nein sagen dazu. Das waren die wunderschönen, leckeren, köstlichen Schokozungen. Vielen Dank nochmal an Andrea für das Rezept. Ich freue mich, wenn ihr das Rezept nachbackt und mir eure Fotos schickt. Auf Facebook, auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort ist auch das Rezept, wie gesagt, noch einmal verlinkt zum Ausdrucken und mit allen Anmerkungen, die ich dazu machen kann, jetzt durch meine Erfahrungen mit dem Rezept. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen, wahrscheinlich Plätzchenrezept. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Tschüss!